Lena und Paul debattieren, ob soziale Medien unsere Gesellschaft eher bereichern oder mehr schaden. Paul. Es drängt sich die Frage auf, ob soziale Medien tatsächlich ein Gewinn für uns sind oder ob sie mehr Schaden anrichten. Ehrlich gesagt halte ich sie für weitgehend unverzichtbar. Man könnte sogar behaupten, dass sie unsere Kommunikation revolutioniert haben. Zweifelsohne sind sie ein bedeutender Teil unseres Alltags. Aber glaubst du nicht, dass sie auch zu Stress und Abhängigkeit führen können? Das mag stimmen, doch man darf nicht vergessen, dass soziale Medien auch für Bildung, Kontaktpflege und berufliche Vernetzung unverzichtbar geworden sind. Allerdings bin ich der Ansicht, dass besonders Jugendliche überfordert sind. Nicht zu unterschätzen ist der Druck durch ständige Vergleiche und Likes. Ein Zweifel, Algorithmen und Vergleichsdruck sind problematisch. Ich würde jedoch behaupten, dass ein bewusster Umgang hilft, diese Risiken zu minimieren. Das sehe ich anders. Gerade Kinder und Jugendliche bräuchten mehr Schutzmechanismen. Es stellt sich die Frage, ob wir stärkere Regulierung bräuchten. Durchaus, aber glaubst du, dass Verbote oder strenge Gesetze innovativ wirken? Meiner Meinung nach brauchen wir Aufklärung, nicht Verbote. Keine Frage. Medienkompetenz ist essentiell. Dennoch bin ich überzeugt, dass Unternehmen stärker in die Pflicht genommen werden müssen. Absolut. Man könnte entgegenhalten, dass Nutzer selbst verantwortlich sind, aber Kinder können das kaum. Gerade deshalb bräuchten wir Schutzvorschriften. Man sollte nicht unterschätzen, dass viele Plattformen profitgetrieben sind und süchtig machen sollen. Zweifelsohne arbeiten die Algorithmen so, dass man möglichst lange online bleibt. Andererseits bieten diese Plattformen auch künstlerische und soziale Chancen. Richtig. Aber der permanente Vergleich in Netzwerken führt oft zu Minderwertigkeitsgefühlen. Es drängt sich auf, dass das seelische Gleichgewicht vieler leidet. Ich sehe deinen Punkt, aber gleichzeitig profitieren Menschen von digitalen Freundschaften und finden Gleichgesinnte. Man darf nicht vergessen, dass das für viele ein großer Gewinn ist. Mag sein, aber glaubst du, dass dieses Plus an Gemeinschaft die negativen Aspekte aufwiegen kann? Man könnte fragen, ob der soziale Druck nicht überhand nimmt. Durchaus könnte der Druck groß sein. Dennoch würde ich behaupten, dass wir ohne soziale Medien gesellschaftlich weniger vernetzt wären. Ich bleibe skeptisch. Es fühlt sich an, als würden wir immer mehr in einer Blase leben, gesteuert von Algorithmen. Das kann man so sehen, aber man kann seine Einstellungen anpassen und bewusst anderen Accounts folgen, um aus der Blase herauszukommen. Kein Zweifel. Trotzdem haben viele nicht die Kompetenz oder Energie, das aktiv zu steuern. Gerade junge Leute bräuchten mehr Anleitung. Da stimme ich dir zu, Schulen sollten Medienkompetenz vermitteln. Es liegt auf der Hand, dass Eigenverantwortung nicht ausreicht. Wesentlich ist, dass staatliche Stellen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten. Man darf die Nutzer nicht allein lassen. Richtig, ich bin jedoch der Ansicht, dass ein generelles Verteufeln sozialer Medien kontraproduktiv wäre. Man könnte argumentieren, dass sie auch viele Türen öffnen. Selbstverständlich. Es gibt Vorteile wie Netzwerken oder Selbstpräsentation. Aber glaubst du nicht, dass wir dennoch strengere Regeln für zum Beispiel Datenverarbeitung brauchen? Auf jeden Fall. Datensicherheit und Privatsphäre sind fundamentale Themen, die viel mehr beachtet werden müssen. Darin sind wir uns also einig. Trotz der Vorteile sehe ich sozialen Medien noch immer kritisch entgegen. Ich respektiere deine Skepsis, aber ich bleibe dabei, dass soziale Medien per se kein Fluch sein müssen, solange wir bewusst handeln. Mag sein, wir kommen dennoch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Das ist völlig in Ordnung. So ist es. Hauptsache, wir bleiben im Gespräch und suchen nach Lösungen, statt alles schwarz-weiß zu sehen. Anna und Max erörtern, ob es vorteilhafter ist, in einem Start-up oder in einem etablierten Unternehmen zu arbeiten. Max, wie denkst du darüber,
Sind Start-ups nicht wesentlich interessanter als klassische Konzerne? Man könnte sagen, sie verkörpern Innovation. Ehrlich gesagt bevorzuge ich etablierte Unternehmen. Meiner Meinung nach bieten sie mehr Sicherheit und klare Strukturen. Zweifelsohne sind Strukturen vorhanden, aber glaubst du nicht, dass es dort oft an Flexibilität mangelt? Man sollte bedenken, dass Innovation häufig an Bürokratie scheitert. Kein Zweifel, in Konzernen gibt es Bürokratie. Andererseits sind Ressourcen und Erfahrungen enorm, was Start-ups manchmal fehlt. Das sehe ich anders. In einem Start-up kann man mehrere Aufgaben übernehmen und rasant dazulernen. Ich bin überzeugt, dass das persönliche Wachstum stark fördert. Durchaus, aber man darf nicht vergessen, dass Start-ups oft instabil sind. Es drängt sich die Frage auf, ob das Risiko zu hoch ist. Sicher, das Risiko existiert. Trotzdem sehe ich gerade darin den Reiz. Wer Lust auf Herausforderungen hat, findet dort mehr Gestaltungsspielraum. Wesentlich ist, was einem wichtiger ist: Planbarkeit oder Abenteuer. Ich würde argumentieren, dass die meisten Menschen lieber Stabilität wollen. Das mag stimmen, jedoch glaube ich, dass gerade junge Fachkräfte Start-ups als Sprungbrett nutzen, um sich schnell weiterzuentwickeln. Könnte sein, doch in Konzernen kann man auch Karriere machen. Man hat Mentoren, Weiterbildungen und langfristige Perspektiven. Durchaus, aber ein Konzernumfeld kann auch träge wirken. Man stößt leicht an Grenzen, wenn man Neues einführen will. Ich sehe den Punkt, aber starre Strukturen können auch Effizienz bedeuten. Es liegt auf der Hand, dass ein Konzern definierte Prozesse hat. Richtig, definierte Prozesse vermeiden Chaos. Dennoch finde ich, dass sie manchmal auch Kreativität ersticken. Es drängt sich die Frage auf, ob nicht auch Großunternehmen kreative Bereiche haben, in denen man sich austoben kann. Viele haben Labs oder Innovationszentren. Kein Zweifel, aber in Start-ups ist das innovative Denken im Tagesgeschäft verankert, ohne erst Genehmigungen einholen zu müssen. Das sehe ich anders. Selbst in Start-ups muss man irgendwann strukturieren, wenn man wächst. Die totale Freiheit bleibt selten bestehen. Kann sein, doch man lernt in dieser Phase genau, wie Prozesse entstehen. Ich bin überzeugt, dass das eine extrem wertvolle Erfahrung ist. Ehrlich gesagt reizt mich die Sicherheit mehr. Man hat oft feste Kunden, größere Netzwerke und weniger Existenzangst. Zweifelsohne ist das attraktiv. Aber glaubst du, dass man in etablierten Unternehmen dieselbe Geschwindigkeit beim Lernen hat? Nicht unbedingt, aber die Qualität der Weiterbildung kann höher sein. Es drängt sich die Frage auf, was einem wichtiger ist: schnell oder qualitativ gesichert lernen. Das ist ein valider Punkt, doch ich bleibe dabei, dass Start-ups dynamischer sind und man dort unglaublich schnell wachsen kann. Wir scheinen unterschiedliche Prioritäten zu haben. Man sollte sich selbst klar machen, was man will: Stabilität oder Flexibilität. Genau so ist es. Nicht jeder hat denselben Risikotyp. Man darf auch nicht vergessen, dass es bei der Berufswahl um persönliche Ziele geht. Absolut. Letztlich ist es eine Typfrage, ob man das Abenteuer eines Start-ups schätzt oder die Geborgenheit eines Großunternehmens. Damit sind wir uns einig, auch wenn unsere Präferenzen unterschiedlich bleiben. Eben, und das ist völlig in Ordnung. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. So ist es. Wichtig ist, dass man sich bewusst entscheidet und weiß, worauf man sich einlässt. Exakt, dann kann man auch mit den Konsequenzen leben und die Vorteile genießen.